Willkommen zum 4. Teil meiner Serie Endzeit. Der Buddhismus ist eine der ältesten Religionen der Welt, und er bietet einen einzigartigen Blick auf Zeit, Leben und das Konzept der Wiedergeburt. In diesem Zusammenhang spielt die Vorstellung von Endzeiten eine besondere Rolle, die jedoch im Buddhismus anders verstanden wird als in abrahamitischen Religionen wie dem Christentum und dem Islam. Die Idee des Endes ist im Buddhismus eng mit dem Beginn eines neuen Zyklus verknüpft, und in diesem zyklischen Weltverständnis steht das Zeitalter von Maitreya, dem Buddha der Zukunft, als ein bedeutsames Konzept. Im westlichen Verständnis ist die Endzeit oft ein absoluter, finaler Zustand, der zu einer Art jüngstem Gericht führt, wie es im Christentum und Islam dargestellt wird. Im Buddhismus hingegen bedeutet das Konzept der Endzeit kein endgültiges Ende, sondern den Abschluss eines Zyklus, welcher wiederum den Beginn eines neuen Zyklus einleitet. Die buddhistische Kosmologie ist durch ein zyklisches Verständnis von Zeit geprägt, das sich im immerwährenden Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt, dem sogenannten Samsara, zeigt. Wenn eine Ära endet und die Lehren des Buddha an Kraft verlieren, wird der kommende Buddha Maitreya diesen Kreislauf wiederherstellen, indem er den Menschen eine neue spirituelle Führung bietet. Im Buddhismus spielt das Konzept der Zeit eine zentrale Rolle, insbesondere im Zusammenhang mit der Wiedergeburt, dem Kreislauf von Leben und Tod und dem letztendlichen Ziel, diesem Kreislauf durch Erleuchtung zu entkommen. Anders als in monotheistischen Religionen, die oft ein lineares Zeitverständnis haben, das zu einem finalen Ende oder einem jüngsten Gericht führt, ist das buddhistische Verständnis von Zeit zyklisch. Die Welt und das Leben selbst sind durch fortlaufende Zyklen charakterisiert, die in immer wiederkehrenden Abfolgen von Geburt und Vergänglichkeit existieren. Dieser Kreislauf wird durch das Leiden und die Unwissenheit der Lebewesen bedingt, und die Erleuchtung dient als Weg zur Befreiung aus diesen wiederkehrenden Zyklen. Das zyklische Zeitverständnis des Buddhismus stellt einen fundamentalen Unterschied zur linearen Zeitauffassung anderer religiöser Traditionen dar. Während in linearen Systemen ein Anfang und ein Ende klar definiert sind, ist die Zeit im Buddhismus als ewiger Kreislauf angelegt, der keine definitive Anfangs- oder Endphase kennt. Samsara, der Kreislauf des Leidens, ist dabei der Zustand, in dem sich Lebewesen aufgrund ihrer Bindung an Unwissenheit und Begierden verstricken. Dieser Kreislauf besteht so lange, wie Unwissenheit und Gier den Geist beherrschen und sich die Wesen an das Irdische klammern. Jedes Wesen wird in einem endlosen Prozess der Wiedergeburt gefangen gehalten, es sei denn, es erreicht Nirvana, den Zustand der vollständigen Befreiung vom Leiden. Der Glaube an die Möglichkeit der Befreiung und an die Existenz erleuchteter Wesenheiten wie Buddhas und Bodhisattvas gibt Hoffnung, dass dieser Kreislauf durch spirituelle Praxis durchbrochen werden kann. Die Prophezeiungen über das Erscheinen Maitreyas sind in verschiedenen buddhistischen Schriften verankert, insbesondere in den Mahayana Sutras. Nach diesen Schriften wird Maitreya als ein Wesen des großen Mitgefühls beschrieben, das in die Welt kommt, um den Menschen zu helfen, das Leiden zu überwinden und eine Zeit des Friedens und der Harmonie einzuläuten. Die Ankunft von Maitreya wird als ein Höhepunkt des spirituellen und moralischen Niedergangs betrachtet, bei dem die menschliche Gesellschaft am Rande des Verfalls steht. In dieser Hinsicht repräsentiert Maitreya Hoffnung und den Glauben an eine bessere Zukunft, die durch Mitgefühl und Weisheit erreicht wird. Der Zyklus der Buddhas und das aktuelle Zeitalter. In der buddhistischen Kosmologie gibt es nicht nur eine Vorstellung von wiederkehrenden Zeitaltern, sondern auch von wiederkehrenden Buddhas. Ein Buddha ist ein Wesen, das den Weg der Erleuchtung erreicht und das Wissen und die Praxis des Dharma, der Lehre, mit anderen teilt. Traditionell gibt es eine Reihe von Buddhas, die in verschiedenen Kalpas und Epochen erscheinen, um das Dharma zu lehren und den Wesen den Weg zur Befreiung zu zeigen. Unser heutiges Zeitalter wird das Dharma-Endzeitalter genannt, und es ist das Zeitalter, in dem die Lehren des Buddha Siddhartha Gautama allmählich verblassen.
Nach buddhistischen Überlieferungen wird die Reinheit des Dharma in den kommenden Jahrhunderten und Jahrtausenden schwinden, bis die Menschen das Dharma völlig vergessen haben. An diesem Punkt wird ein neuer Buddha, Maitreya, erscheinen, um den Kreislauf der Lehre zu erneuern und die Menschheit erneut in Richtung Befreiung zu führen. Das aktuelle Zeitalter wird auch als Dekadenz der Lehre, Yapmep, bezeichnet, ein Begriff, der besonders im japanischen Buddhismus von Bedeutung ist. Diese Endzeitphase im Zyklus des Dharma betont die Notwendigkeit der Geduld und des Mitgefühls, da die spirituelle Praxis in einer solchen Zeit besonderen Herausforderungen gegenübersteht. Die buddhistische Sicht auf das Ende und den Anfang eines neuen Zeitalters ist eng mit der Symbolik von Leben und Tod verbunden. Geburt und Tod sind Teil eines unaufhörlichen Kreislaufs, und das Ende des Lebens ist immer zugleich der Beginn einer neuen Existenz. Dieses Prinzip gilt auch für das Ende eines Zeitalters und das Erscheinen eines neuen Buddhas. Die Wiederkehr des Dharma im Zeitalter von Maitreya symbolisiert den ewigen Kreislauf der spirituellen Erneuerung und die Macht des Mitgefühls, das Leiden zu lindern und den Menschen Erleuchtung zu bringen. Der Buddha selbst lehrte, dass alles im Leben vergänglich ist und dass sich der Geist nicht an den Zyklus von Samsara binden sollte. Im Kontext der Endzeit bedeutet dies, dass die Gläubigen die Herausforderungen und Leiden des gegenwärtigen Zeitalters als eine notwendige Vorbereitung auf die kommende Ära des Maitreyas sehen können. Die Prophezeiungen über das Ende der gegenwärtigen Ära und die Wiederkehr des Dharma durch Maitreya motivieren viele Gläubige zur spirituellen Praxis und zur Entwicklung eines mitfühlenden Geistes, um auf die Ankunft vorbereitet zu sein. Die Ursprünge und Entwicklung der Vorstellung von Maitreya. Die Figur des Maitreya hat ihren Ursprung in den frühen buddhistischen Schriften und ist in verschiedenen Traditionen des Buddhismus präsent. Schon im Pali-Kanon, der ältesten Sammlung buddhistischer Texte, findet sich die Idee eines zukünftigen Buddha, der in einer Zeit der Dunkelheit und des moralischen Verfalls in die Welt kommen wird. Diese frühen Schriften des Theravada-Buddhismus enthalten Anspielungen auf Maitreya, allerdings ohne die detaillierten Prophezeiungen und symbolischen Darstellungen, die später in der Mahayana-Tradition entwickelt wurden. Die Bedeutung von Maitreya nahm besonders im Mahayana-Buddhismus zu, wo er als Bodhisattva verehrt wird, der sein Nirvana hinauszögert, um den Menschen zu einem Zeitpunkt zu helfen, an dem das Dharma fast vergessen ist. Die Mahayana-Tradition, die sich stärker auf die Idee der Bodhisattvas konzentriert, sieht in Maitreya einen großen Erlöser, dessen Mitgefühl so stark ist, dass er das Leid aller fühlenden Wesen auf sich nimmt, um sie zu befreien. Die Beschreibung von Maitreya als Buddha der Zukunft symbolisiert eine kommende Ära des Friedens und der Weisheit, in der das Dharma, die Lehre des Buddha, wieder in vollem Glanz erstrahlt. Maitreya im Theravada-Buddhismus. Im Theravada-Buddhismus, der oft als die ursprünglichere Form des Buddhismus betrachtet wird, wird Maitreya eher als eine entfernte Zukunftsfigur gesehen. Die Theravada-Tradition konzentriert sich stark auf den historischen Buddha Siddhartha Gautama und seine Lehren und legt weniger Gewicht auf den Glauben an kommende Buddhas. Dennoch wird Maitreya als eine reale Figur anerkannt, die irgendwann erscheinen wird, um das Dharma zu erneuern, sobald es in Vergessenheit geraten ist. In den Theravada-Texten wird Maitreya nicht als gegenwärtige und aktive Präsenz angesehen, sondern als Buddha, der in der Zukunft kommen wird. Er ist kein unmittelbarer Gegenstand der Verehrung, sondern eher eine symbolische Erinnerung daran, dass der Kreislauf des Dharma endlos ist und dass, selbst wenn die Lehre des Buddhas schwächer wird, ein neues Licht am Horizont erscheinen wird. Theravada-Gläubige sehen die Figur Maitreyas also weniger als ein Objekt aktiver Anbetung, sondern eher als eine Inspiration für die Praxis der Tugend und des Mitgefühls, die für das Erreichen des Nirvana notwendig sind. Maitreya im Mahayana-Buddhismus. Im Mahayana-Buddhismus spielt Maitreya eine wesentlich prominentere Rolle. Der Mahayana-Buddhismus, der sich stärker auf die Bodhisattvas-Praxis konzentriert, betrachtet Maitreya als Bodhisattva,
der sich bereits im Himmel von Tushita auf die Erfüllung seines Versprechens vorbereitet. Tushita ist eine der himmlischen Ebenen, in denen fortgeschrittene Bodhisattvas verweilen und auf den richtigen Moment warten, um in der menschlichen Welt zu erscheinen. Maitreya wird hier als Wesen des Mitgefühls und der Hoffnung dargestellt, dessen Ankunft ein goldenes Zeitalter des Mitgefühls und der Weisheit einläuten wird. In den Mahayana-Schriften wird Maitreya oft als aktives spirituelles Vorbild gesehen, das die Menschen zur Tugendhaftigkeit inspiriert. Viele Mahayana-Buddhisten beten zu Maitreya und pflegen eine spirituelle Verbindung mit ihm in der Hoffnung, im kommenden Zeitalter als seine Schüler oder Anhänger wiedergeboren zu werden. Diese Nähe zu Maitreya und die Vorstellung, dass man in einem künftigen Leben von ihm direkt die Lehre empfangen könnte, verleiht seiner Figur eine direkte spirituelle Bedeutung im Mahayana-Buddhismus. Zusätzlich gibt es im Mahayana eine ausgeprägte Ikonographie von Maitreya, die ihn meist sitzend darstellt, oft mit einer Haltung, die Ruhe und Hoffnung ausdrückt. Häufig wird er als stattlicher, gütiger Buddha gezeigt, der bereit ist, in die menschliche Welt hinabzusteigen. Diese Darstellungen finden sich in zahlreichen Tempeln und Kultstätten in Ländern wie China, Korea und Japan, wo Maitreya besonders verehrt wird. In zahlreichen buddhistischen Ländern gibt es Tempel, die Maitreya geweiht sind, und viele dieser Tempel sind auch als bedeutende Pilgerstätten bekannt. Besonders in China, Korea und Japan sind Maitreya-Tempel weit verbreitet und ziehen jährlich viele Gläubige an, die dort Gebete und Rituale abhalten, um seine Ankunft zu beschleunigen und um seine Segnungen zu bitten. In diesen Tempeln finden oft Zeremonien statt, die speziell Maitreya gewidmet sind. Diese Rituale beinhalten das Rezitieren von Sutras und Mantras, das Entzünden von Räucherwerk und das Darbringen von Opfergaben. Diese Opfergaben symbolisieren die Reinheit und Hingabe der Gläubigen und sollen Maitreya ehren, um seine Ankunft zu erbitten. In einigen dieser Rituale gibt es auch traditionelle Gesänge und Tänze, die die Gläubigen in eine tiefe spirituelle Verbindung zu Maitreya bringen und das Versprechen der kommenden Ära des Friedens und Mitgefühls feiern. Einige Tempel verfügen über große Statuen von Maitreya, oft in Form des lachenden Buddhas, besonders in China und Korea. Diese Statuen symbolisieren Wohlstand, Frieden und die Freude, die Maitreyas Ankunft mit sich bringen wird. Die Gläubigen legen Blumen und Früchte vor diesen Statuen nieder und beten für persönliche und allgemeine Wünsche, die das Glück und die Harmonie der zukünftigen Ära widerspiegeln. Die Rituale und Praktiken zu Ehren Maitreyas haben nicht nur eine spirituelle, sondern auch eine gemeinschaftliche Bedeutung. Sie erinnern die Gläubigen daran, dass die Ankunft Maitreyas nicht nur von äußeren Bedingungen abhängt, sondern auch von der inneren Bereitschaft der Menschen, sich auf seine Lehren einzulassen und die Prinzipien des Mitgefühls und der Güte zu leben. Die Praktiken stärken das Bewusstsein dafür, dass die Menschheit durch ihre Handlungen und ihr Verhalten eine neue Ära vorbereiten kann, die die Ankunft Maitreyas erleichtert. Für viele Gläubige sind die Rituale und Gebete zu Maitreya eine Quelle der Hoffnung und Motivation, ihre eigene spirituelle Praxis zu vertiefen. Die Erwartung auf eine bessere Zukunft und die Überzeugung, dass der Zyklus des Leidens nicht endlos ist, geben den Menschen Kraft, in Zeiten des Leids und der Schwierigkeiten an ihren Überzeugungen festzuhalten. Die Rituale verdeutlichen zudem die kollektive Natur der buddhistischen Spiritualität, in der das Wohl der gesamten Gemeinschaft und nicht nur das eigene spirituelle Wachstum im Vordergrund steht. Die Hoffnung auf die Ankunft Maitreyas ist für viele Buddhisten eng verbunden mit der Vision eines harmonischen und friedlichen Lebens, in dem die Werte des Dharma hochgehalten werden. Die Rituale und Meditationen stärken das Vertrauen, dass Mitgefühl und Weisheit auch im gegenwärtigen Zeitalter praktiziert werden können und dass jede Handlung zur Vorbereitung auf das Zeitalter Maitreyas beiträgt. Das Kali-Yuga und seine Parallelen im Buddhismus. Obwohl das Kali-Yuga, ein Konzept aus der hinduistischen Kosmologie, kein buddhistischer Begriff ist,
gibt es interessante Parallelen zum buddhistischen Verständnis von Endzeit und Degeneration. Das Kali-Yuga wird als das dunkelste Zeitalter der Menschheit betrachtet, in dem moralische und spirituelle Werte auf ihren Tiefpunkt sinken. Diese Idee findet sich auch im Buddhismus wieder, wo das aktuelle Zeitalter als Zeit der Dekadenz und des moralischen Verfalls beschrieben wird. Obwohl der Buddhismus das Kali-Yuga nicht direkt übernimmt, gibt es dennoch viele Gemeinsamkeiten, insbesondere im Mahayana-Buddhismus, in dem die Erwartung eines zukünftigen Buddhas, der die Lehre wiederherstellen wird, eine große Rolle spielt. Das war's für heute, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Anschauen wie ich beim Erklären. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert, wenn ihr keine weiteren spannenden Themen verpassen wollt. Schreibt mir auch in die Kommentare, was ihr denkt, ich bin gespannt auf eure Meinung. Bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig.